Hallo ihr Lieben, ich bin der Olli von Bike24 und hier für euch auf der IAA-Messe unterwegs. Ich bin hier am Stand von Scott und habe mir den Julian geschnappt. Scott hat ein sehr schickes neues Bike vor kurzem rausgebracht und das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Julian, was ist das denn genau, dieses Patron? Oder? Jawohl, das ist unser neues Patron. Ja. Sagt euch wahrscheinlich vom Namen noch nicht so viel. Ist ein neuer Name bei uns im Portfolio, ist ein komplett neues Rad. Der ganze Rahmen auch neu entwickelt. Vom Einsatzbereich vielleicht, es rangiert zwischen Ransom E-Ride und Genius bei 160 mm, also schon ein Einsatz wirklich fürs Gelände, aber auch auf leichteren Trails. Ein sehr breiter Einsatz. Dank Twinlock-System kann ich es auf ganz vielen verschiedenen Trails und Untergrundarten eben fahren. Ja, und das ist ein Fully, ne? Ich sehe ja den Dämpfer hier gerade nicht so richtig, aber 160 mm Federweg vorn und hinten. Gutes Stichwort, sieht man auf den ersten Blick tatsächlich nicht, dass es ein vollgefedertes Bike ist. Wie auch beim Spark schon, ist bei uns das Thema Design und Integration sehr, sehr wichtig. Ja. Dementsprechend haben wir hier den Dämpfer komplett im Rahmen integriert. Zum einen ist es ein optischer Vorteil, zum anderen hat es aber auch für den Anwender einfach ganz praktische Vorteile. Der Dämpfer wird beim Fahren nicht beschmutzt, er wird den äußeren Elementen einfach nicht ausgesetzt und dementsprechend kann ich den auch viel länger fahren, bis man ihn mal servicen oder warten muss. Ja, coole Sache. Dann lass doch mal reinschauen, wie der Rahmen von innen aussieht. Wir haben hier ein Modell, wie man hier das ganze Thema sieht, also wie der Dämpfer im Rahmen integriert wurde, aber auch wie der Motor integriert wurde. Ja. Wir haben eine neue Bosch Performance CX Maschine hier integriert mit neu 750 Wattstunden Akku. Ah, cool. Also nochmal 20% mehr zum letztjährigen mit 625 Wattstunden. Und man kann hier auch ganz gut an dem Unterrohr tatsächlich sehen, der Akku ist natürlich schon relativ lang. Man muss schauen, wie man den dann auch im Unterrohr integrieren kann. Und dementsprechend haben wir den Motor um 45 Grad nach oben in den Rahmen so ein bisschen integriert, um dann mehr Platz für den Akku zu haben. Und der Clou ist, man kann den Akku dann trotzdem einfach nach unten rausziehen. Ach was. Und wir bieten Größen von S bis XL an. Und durch die Position des Motors könnt ihr auch kürzere Kettenstreben bauen, was das ganze Rad mehr zu einem Trailbike macht, oder? Das kommt natürlich dazu, dass man hier auch von den Kettenstreben immer Vorteile hat. Außerdem ist es auch gut, durch das, dass der Motor jetzt ein bisschen höher ist, wenn mal ein Steinschlag von unten kommt, wenn man irgendwo mal auffährt von unten, dann wird nicht gleich das Akku-Cover oder das Motorcover beschädigt, sondern der Motor ist immer gut geschützt. Ja, echt ein cooles Konzept. Und für wen ist das Bike das Richtige? Ja, also für jeden Mountainbiker, der gerne Trails fährt, sehr gerne auch lange und weite Touren fährt. Ja klar, mit 750 Wattstunden Akku kannst du schon eine Weile unterwegs sein. Genau, da geht einiges. Also vom hochalpinen Trail bis hin zu leichteren Touren ist hier alles easy machbar. Was ich vielleicht noch ganz gern zeigen wollen würde, ist die Integration auch am Lenker. So ein E-Bike hat ja doch ein paar Kabel. Und unsere Designer haben das echt schick gelöst, würde ich sagen. Das geht direkt am Steuersatz rein und so verschwinden die Kabel maximal früh, was für ein aufgeräumtes Cockpit daneben sorgt. Ja, das ist echt immer schick. Und unser Twinlock-System gibt es natürlich auch noch. Heißt, man kann die 160 mm, was jetzt relativ viel erstmal erscheint, auch einstellen. Heißt, ich mache aus einem Bike 3 verschiedene innerhalb von Sekundenbruchteilen, kann dann eben entscheiden, wie viel Federweg ich auch wirklich nutzen will. Coole Sache. Und hier hinter uns haben wir ja noch eine ganz andere Version von dem Rad mit Gepäckträger und so weiter. Was habt ihr euch dabei gedacht? Richtig, das ist quasi der kleine Bruder im Sinne vom Federweg. Rahmendesign ist im Großen und Ganzen das gleiche. Gut, wir haben hier einen Aluminiumrahmen. Ja. Beim Patron 900 zumindest war es ein Carbonrahmen mit einem Aluminiumhinterbau. Hier sind wir auf Aluminium gegangen. Aber dieses Rad ist noch mal breiter aufgestellt, wie du siehst. Gepäckträger, Schutzbleche, Lichtanlage, alles dran. Also so, dass man das auch zum Pendeln in der City für Nachtfahrten oder für mehrtägige Touren sehr gut verwenden kann. Coole Sache. Also das Ding ist wirklich eins für alles. Das eine Rad, was man sich kaufen will. Für die Stadt, für Ausflüge, für kleine Trails, wenn man Lust drauf hat. Genau. Ultra breiter Einsatzbereich. Sehr cool. Ja, Julian, vielen Dank für deine Vorstellung und deinen Rundgang hier. Echt interessant, echt cooles Konzept. Das Rad gibt es mit Sicherheit auch bald bei uns im Shop. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen an euch
und bis zum nächsten Mal. Euer Olli von Bike24. Ciao. Ciao.